Hallo und herzlich willkommen! Zeitgleich mit Contao 5.5 wurde auch die neue Contao Manager Version 1.9 veröffentlicht. Neu ist eine komplett überarbeitete Benutzerverwaltung inklusive Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Möglichkeit, Passkeys zu nutzen. In diesem kurzen Video stelle ich dir die Neuerungen vor. Nach dem ersten Start wirst du direkt auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung hingewiesen. Ich möchte dir aber zunächst einmal die neue Benutzerverwaltung zeigen. Diese ist über das Zahnradsymbol und den Menüpunkt Konten zu erreichen. Hier siehst du, es gibt aktuell einen Benutzer. Dieser hat aktuell alle Berechtigungen und ich kann hier jetzt das Passwort ändern oder eben die Zwei-Faktor-Anmeldung konfigurieren. Wenn wir also die Zwei-Faktor-Anmeldung konfigurieren wollen, dann klicken wir hier den entsprechenden Button an. Jetzt füllst du die entsprechenden Informationen aus und stellst die Verbindung her und anschließend ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Was allerdings nicht geht, ist, dass du bei deinem bestehenden Benutzer Passkeys aktivierst. Um Passkeys zu nutzen, musst du einen neuen Benutzer anlegen. Genau das wollen wir jetzt machen. Wir legen jetzt einen neuen Benutzer an. Hier siehst du schon, es gibt 4 verschiedene Level. Du kannst entweder nur anzeigen, dieser User kann nichts verändern, kann auch keine Pakete aktualisieren oder Wartungsaufgaben durchführen. Im nächsten Level kann der Benutzer auch Wartungsarbeiten und Pakete aktualisieren. Im dritten Level kann er installieren und die Konfiguration ändern und natürlich gibt es noch den Admin-Level. Ich möchte jetzt einen zusätzlichen Admin-User anlegen, deswegen lasse ich jetzt alle Berechtigungen aktiviert und klicke auf Einladungslink erstellen. Diesen Link kannst du jetzt theoretisch deinem Mitarbeiter senden, deinem Kollegen oder ebenso wie ich einfach kopieren und in ein neues Browserfenster einfügen. Ich habe den Einladungslink jetzt aufgerufen und jetzt startet die Benutzereinrichtung. Zunächst vergebe ich einen Benutzernamen und nun kann ich direkt auf Benutzerkonto erstellen klicken. Hierbei wird automatisch dann der Passkey erzeugt. Wenn du einen Benutzer anlegen möchtest, der noch kein Passkey nutzt, also wieder Passwort und Benutzer, dann müsstest du das explizit hier umschalten. Wir wollen aber jetzt einen Benutzer mit Passkey erstellen, das heißt, ich klicke auf den entsprechenden Button, mein Passwortverwaltungstool kommt und ich erstelle diesen Passkey. Das war's auch schon. Jetzt habe ich einen neuen Admin angelegt, der sich eben mit Passkey an meinem Contao Manager anmelden kann. Wir gehen jetzt zurück auf die Benutzerverwaltung und zum Schluss kann ich jetzt noch den alten Admin löschen, der eben sich mit Passwort authentifiziert. Das heißt, ich nehme das Benutzerkonto und entferne das und jetzt habe ich nur noch einen User, der sich mit Passkeys anmeldet. Zum Schluss legen wir jetzt noch einmal einen Benutzer an, der nur Leserechte hat. Das heißt, ich erzeuge erneut einen Einladelink, vergebe hier nur die Berechtigungen Sehen. In dem Fall nenne ich es jetzt einfach User. Hier möchte ich das Ganze jetzt noch per Passwort machen. Und auch hier wird das Benutzerkonto für mich angelegt. Da ich für diesen User jetzt nur das Passwort verwendet habe, wird mir hier gleich die Einrichtung der Zwei-Faktor-Anmeldung vorgeschlagen. Das möchte ich jetzt hier kurz überspringen. Ich möchte hier eigentlich nur zeigen, welche Berechtigung dieser User jetzt hat. Unser Benutzer hat jetzt nur Leserechte. Das bedeutet, wenn ich hier ein Paket installieren möchte, dann gibt es hier keinerlei Installationsmöglichkeiten. Genauso verhält es sich hier bei den Paketen. Ich kann die Pakete weder aktualisieren noch irgendwelche Versionsanpassungen machen. Auch im Bereich der Tools gibt es keine Möglichkeiten, jetzt irgendwelche Wartungsmodis oder sonstige Anpassungen oder Caches zu leeren. Wechseln wir nochmal kurz in den Admin-Account. Wie du hier sehen kannst, ist der Benutzer erfolgreich angelegt und du siehst auch gleich, welche Berechtigung dieser hat. Was nicht möglich ist, dass du dem Benutzer die Berechtigung im Nachhinein änderst derzeit. Wenn du dem Benutzer die Berechtigung ändern willst, dann müsstest du diesen entweder löschen oder du müsstest noch manuell in der User-JSON die entsprechenden Einstellungen anpassen. Durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passkeys wird der Contao Manager jetzt deutlich sicherer. Außerdem hast du mit der Benutzerverwaltung jetzt wesentlich mehr Kontrolle über die zusätzlichen Benutzer, die du dem Contao Manager hinzufügen kannst. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.